Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn in Wien. Seit 2003 hält der älteste Zoo der Welt im Rahmen einer Artenschutzpartnerschaft große Pandas. Das Panda-Paar aus der ersten Kooperation ist 2024 nach China übersiedelt. Die beiden Tiere, die bereits 24 und 25 Jahre alt waren, kehrten gemäß Vereinbarungen der Kooperationspartner in ihre Heimat zurück, um dort ihren Lebensabend zu verbringen. Renate Heider hat die beiden Pandas auf ihrer Reise begleitet und im Zuge des Aufenthalts in China auch schon die beiden neuen Pandas kennengelernt. Wenige Monate nach ihrer Ankunft in Wien durften wir die beiden besuchen. Wir haben im April 2025 ein junges Pärchen, große Pandas aus China bekommen und die haben sich schon sehr gut hier eingelebt. Also das ist wirklich schön zu beobachten, wie sie sich immer wohler fühlen und die neu gestaltete Anlage nutzen. Und auch der Bambus schmeckt ihnen sehr gut. Also es macht jeder Tag total Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Es ist für uns eine große Ehre, diese Tiere hier zeigen zu dürfen. Denn es ist ja nicht für jeden möglich, da jetzt nach China zu reisen und auch nicht sinnvoll. Also es sind wirklich Botschafter, die für ihre Art hier stehen und für den Artenschutz. Also der Panda ist ja das Symbol für den Artenschutz schlechthin. Und das ist natürlich schön, dass wir die hier zeigen dürfen. Und die Besucher sind auch ganz begeistert von den beiden, wie sie sich präsentieren. Und das macht dann auch Freude, wenn man sieht, wie die Leute so an den Tieren vorbeigehen und dann sagen, oh, sind die nett. Das Wichtigste natürlich ist der Schutz des Lebensraumes, weil wir wollen ja, dass die Tiere in der Wildbahn erhalten bleiben. Aber natürlich ist es nicht schlecht, auch in Zoos eine Reservepopulation zu haben, um auch Tiere wieder auswildern zu können, was auch gemacht wird. Und um die Tiere auch besser studieren zu können, weil in Zoos hat man natürlich viel leichter die Möglichkeit, ihre Verhaltensweisen, ihre Bedürfnisse. In der Wildbahn ist das oft sehr schwierig und man stört die Tiere auch. Und in Zoos und Haltungen geht das viel leichter, weil die Tiere natürlich an den Menschen gewohnt sind. Als wir die Tiere aus China geholt haben, war das natürlich für mich ein sehr großer Moment, sie kennenlernen zu dürfen. Und das Männchen ist ein Riese, also ein richtig mächtiges Tier, aber ein total lieber Bär. Also es ist total nett, mit ihm zu arbeiten. Und wir beginnen auch schon das medizinische Training mit den Tieren, das den Vorteil hat, dass viele Untersuchungen komplett stressfrei durchgeführt werden können, wie zum Beispiel Blutabnahmen, den Bauch abtasten, beim Weibchen, wenn es mal trächtig sein sollte, ein Ultraschall, was natürlich den irrsinnigen Vorteil hat, dass man sich eine Narkose erspart, die ja immer mit Komplikationen verbunden sein kann. Die beiden sind jetzt 5 Jahre alt, also noch sehr junge Tiere und auch noch sehr verspielt, was man ihnen auch anmerkt. Also sie spielen mit allen möglichen auch miteinander durch die Scheibe, weil sie sind ja getrennt, weil sie sind ja Einzelgänger-Pandas. Aber sie interagieren auch durch die Scheibe miteinander und laufen da auf und ab, also so ein bisschen Nachlaufen spielen. Da sieht man auch den Größenunterschied, weil sie ist ein kleines Weibchen im Vergleich zu dem Riesenmännchen. Und sie ist ein bisschen mehr die Schüchterne, also sie braucht dann auch mal ihre Ruhe und eine notorische Langschläferin. Also das muss man auch so lassen, also wenn man mal bis 12 Uhr schlafen muss, dann ist das so, weil dann hat sie die ganze Nacht Bambus gefressen und da muss man ausschlafen. Das ist ganz wichtig.
Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.